Heute ein paar Tipps und Tricks für die Kapp- und Gärungssäge und vielleicht ist ja der eine oder andere Tipp oder Trick für euch einfach dabei. Also schaut das Video an und lasst euch überraschen. Jetzt kommt der schon wieder mit so einer Leier mit Tipps und Tricks an. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ja, heute ist das Thema wieder Tipps und Tricks für die Werkstatt, speziell heute auf die Kapp- und Gärungssäge ausgelegt. Und das ist doch schon, ich finde es schon ein relativ interessantes Thema. Selbst wenn ihr diese Tipps und Tricks schon mal irgendwo gesehen habt und tausende Kanäle irgendwo schon mal irgendwas in diese Richtung gemacht haben, ist doch egal, Leute. Es geht darum, das Ganze wieder in Erinnerung zu bekommen. Und deshalb werden wir heute mal so ein paar Tipps und Tricks für die Kapp- und Gärungssäge einfach mal anschauen. Was mich später interessieren würde, ist, ob ihr die ganzen Tipps und Tricks dann auch vielleicht auch schon gekannt habt oder ob da jetzt ein oder zwei Tipps und Tricks dabei sind, die ihr noch nicht gekannt habt. Ihr könnt es alles mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ebenso könnt ihr unten reinschreiben, was für Kapp- und Gärungssägen habt ihr, nutzt ihr sie überhaupt oder nutzt ihr nur die Tischkreissäge dafür, wenn ihr was sägen wollt. Und solche ganzen Sachen würde mich einfach mal interessieren, wie ihr ausgestattet seid. Tipp Nummer 1 mit der Kapp- und Gärungssäge, beziehungsweise ist das auch möglich mit einer Tischkreissäge, mit einem Winkelanschlag das Ganze zu sägen. Worum geht's? Und zwar, ihr habt jetzt hier zwei verschiedene Hölzer, ein breites Holz, ein dünneres Holz oder ein nicht so breites Holz und ihr wollt die auf 45 Grad Gärung eigentlich verbinden miteinander. Aber natürlich, wenn wir hier eine 45 Grad zweimal einen Winkel haben, und das Ganze zusammenhalten, dann schaut das Ganze nämlich so aus. Also das ist jetzt nicht so, was wir eigentlich wollen. Wir wollen die ja praktisch richtig schön miteinander im 90-Grad-Winkel verbinden, ohne dass da jetzt eine riesengroße Lücke wie hier unten einfach entsteht. Dieser Tipp und Trick ist jetzt überhaupt kein Trick, das ist schon eine alte Technik. Das nennt sich nämlich die falsche Gärung und dort gibt es eine Möglichkeit, da gibt es auch Berechnungen und kompliziertes Zeug, um es auszurechnen, den Winkel auszurechnen und so weiter und so fort. Hey, ganz ehrlich, das geht total einfach. Den habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen, diesen Tipp und Trick. Und den zeige ich jetzt euch mal, wie ihr diese Sachen am besten verbinden könnt miteinander. Wie kann man das normalerweise noch miteinander verbinden? Ganz einfach auf Stoß natürlich, dann können wir das Ganze festleimen und das Ganze hier verschrauben, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, das schaut ja scheiße aus, weil, ja, ihr seht's ja, das ist ja nicht schön. Jetzt wollen wir natürlich hier, 45 geht ja gar nicht, ihr habt es ja gerade gesehen, wenn man hier einen 45 Grad Winkel hat, dann haben wir diese Ecke einfach offen und es passt ja einfach nicht. So, jetzt machen wir das Ganze nämlich so. Ich habe im Netz natürlich gefunden zur Gärung, zur falschen Gärung, da gibt es sogar Berechnungen, Leute, wie man das Ganze ausrechnen kann. Aber wir müssen überhaupt nichts rechnen, wir müssen nur einen Schritt machen, wir müssen nicht mal was messen. Wir können jetzt das breite Stück auf das kurze Stück drauflegen und zwar, dass es einfach hier passt, schön miteinander übereinander passt hier und ziehen da unten einfach mal einen Strich. So, jetzt haben wir den ersten Strich. Jetzt können wir das Ganze umdrehen, das kurze Stück auf das breite Stück dann oben drauf. Das legen wir dann einfach mal wieder hier an, dass das hier einfach hundertprozentig übereinander liegt eben. Und ziehen da unten einfach nochmal einen Strich. So, jetzt haben wir zwei Striche. Jetzt kommen die ja so miteinander, werden das Ganze verbunden. Wir wollen ja praktisch diese Ecke hier weg haben. Das heißt, das muss weg. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit unserem Lineal von dieser Ecke hier unten, setzen wir mal den Bleistift an und ziehen das in die Ecke nach oben. Von dieser Ecke hier unten in die obere Ecke rein. Und jetzt kommt dieses Stück weg. Jetzt gehen wir mal an unsere Kapp- und Gärungssäge und werden das Ganze mal übertragen. Bevor wir jetzt aber nochmal sägen, noch ganz kurz für eure Information, damit ihr das versteht, was wir jetzt hier machen. Also wenn wir das theoretisch jetzt einfach mal messen würden, was wir hier haben, und zwar wenn wir jetzt mal diesen Schnitt hier messen würde, kommen wir auf 34 Grad. Wenn wir den anderen Winkel messen würden, dann kommen wir auf, jetzt wer weiß das Ergebnis, sollte eigentlich dann kommen wir auf 56 Grad, was wir hier angezeichnet haben. Und wem fällt was auf? 56 und 34 Grad ergeben wieder die 90 Grad.
Ihr könnt natürlich zur Einstellung eurer Kapp- und Gärungssäge oder eurer Tischkreissäge einen Winkelmesser benutzen und das Ganze einstellen. Ich brauche das Ganze nicht. Ich habe da einen Schatten, dass ich genau weiß, wo ich säge. So, jetzt lassen wir uns überraschen, ob das auch genau war. Wir wollen mal schauen, et voilà, zwei unterschiedliche breite Teile miteinander in einer Gärung miteinander verbinden und schaut's mal, wie schön diese Gärung jetzt rauskommt. Natürlich kontrollieren wir es nochmal mit dem 90-Grad-Winkel. Jetzt setze ich den mal an, drücke den da richtig schön rein, damit es passt. Und super genaue 90 Grad erreicht und somit können wir zwei unterschiedlich breite Teile bzw. dicke Teile miteinander verbinden. Top! Na, wer kannte schon die falsche Gärung und wer von euch hat sie schon angewendet? Nächster Tipp, ein kleiner Zwischentipp für die Kapp- und Gärungssäge zum Sägen. Wer kennt's, Leute? Ihr müsst nur einen Hauch, einen Zehntel, eine Luft, einen Haarspalt eigentlich nur absägen von einem Holz. Wie macht man das? Das ist gar nicht so einfach, das Ganze dann anzusetzen, die Säge anzusetzen und dann einen wirklich minimalen Hauch abzusägen. Aber da gebe ich jetzt euch einen Tipp. Hier habe ich es jetzt mal draufgeschrieben, Test. Und diese Seite wollen wir einfach so dünn wie möglich, einfach nur einen Haarspalt absägen. Jetzt gehen wir mal rüber an die Kapp- und Gärungssäge. Jetzt nehmen wir unseren unser Teststück, legen es an den Anschlag hin. Jetzt fahren wir mit dem Sägeblatt einfach mal runter und jetzt drückt sie einfach mal mit dem Holzstück ganz leicht gegen das Sägeblatt hin und macht das Sägeblatt nach oben. Und jetzt stellt sie was fest, wenn ihr das Sägeblatt wieder nach unten machen wollt, geht's nicht. Genau, was machen wir in dem Fall? Wir drücken mit dem Klotz das Sägeblatt einen Hauch, einen Mini-Hauch einfach nach rechts. Keine Angst, ihr verbiegt das Sägeblatt dadurch definitiv nicht. Und beim Hochmachen springt auch quasi die Säge wieder in Position, diese Haarbreite in Position. Und jetzt könnten wir einfach sägen. Und ich zeige es euch mal, dass es wirklich nur ein Hauch abgesägt wird. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie hauchdünn das Ganze abgesägt worden ist. Also ich sage jetzt mal wirklich eine Haaresbreite und schon können wir unser Bauteil, unser Holzstück wirklich exakt, wirklich zehntelgenau zusägen. Nächster Tipp und Trick für die Kapp- und Gärungssäge. Nächstes Thema. Ihr seht es jetzt gerade, ein spitzer Winkel. Das sind 70 Grad, glaube ich. Und wie macht's ihr das an der Kapp- und Gärungssäge? Die meisten Kapp- und Gärungssägen gehen jetzt gerade mal bis 50 Grad, 55 beziehungsweise meine geht bis 60 Grad. Nur was ist, wenn ich drüber raus will? Das heißt, ich will 65 Grad, 68 Grad, 75 Grad. Wie kriege ich so einen spitzen Winkel mit der Kapp- und Gärungssäge denn hin? Wie macht's ihr das? Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und zwar mit einer Vorrichtung für die Kapp- und Gärungssäge, wo man wirklich jeden beliebigen Winkel mit der Kapp- und Gärungssäge sägen kann und super, super genau machen kann. Die zeige ich jetzt euch mal, aber wir wollen ja nicht diese hier nochmal bauen. Das Video kann ich euch gern aber nochmal verlinken, dass ihr es anschauen könnt. Wir wollen ja was ganz Einfaches bauen. Das ist die Vorrichtung, die ich schon mal gebaut habe für die Kapp- und Gärungssäge. Schaut euch gern mal das Video nochmal an. Und das sind zwei Arme. Das lässt sich dann hier alles schön bewegen und da lässt sich wirklich fast jeder beliebige Winkel dort einfach einstellen. Und das ist sowas von super, super genau. Jetzt sagt aber der eine oder andere, da kann ich aber keine spitzen Winkel sägen damit. Doch, das funktioniert schon. Da müsst ihr euch aber Köpfchen einfach mal ein bisschen anstrengen. Und zwar, wenn wir das Ganze runterschieben und oder ja, hier so in diese Höhe schieben und das Ganze dann versetzen und dort ein anderes Gewinde, ein Eindrehgewinde noch reinmachen, dann können wir da auch noch mal ein bisschen bewegen und haben dort auch noch mal Spiel. Also es funktioniert, damit wir dann dort auch spitze Winkel sägen können. Aber um diese Vorrichtung geht's jetzt einfach nicht. Die ist nämlich ein bisschen aufwendiger gebaut. Für viele ist es einfach zu aufwendig gebaut. Deshalb bauen wir uns einfach eine Vorrichtung, womit das, ich sage jetzt mal, in 10 Minuten ist diese Vorrichtung gebaut und damit können wir dann auch richtig schöne spitze Winkel, so wie den hier, über 60 Grad schneiden.
Das ist ja alles so wieder für die Kapp- und Gärungssäge, diese Vorrichtung. Diese Vorrichtung, die wir jetzt uns nicht anschauen, die habe ich aber auch für meine Tischkreissäge gebaut, womit man mit der Tischkreissäge auch jeden Winkel sägen kann. Dieses Prinzip funktioniert ganz genauso. Ich habe es da gibt es auch ein Video dazu, könnt ihr auch gerne mal anschauen. Und dort gibt es auch verschiedene Einstellmöglichkeiten mit Eindrehgewinden, dass man auch jeden Winkel an der Tischkreissäge sägen kann. Also wie gesagt, da gibt es auch ein Video dazu, wer das Ganze für die Tischkreissäge bauen will. Ja, und wie soll das jetzt funktionieren ohne diese Vorrichtung, die ich euch gerade gezeigt habe, womit es funktioniert, aber sehr aufwendig ist? Ich habe was im Netz gefunden, die das Ganze ganz einfach machen, ohne große Vorrichtung zu bauen. Und zwar braucht man dazu nur 2 45 Grad geschnittene Leisten. Diese Leisten müsste man theoretisch auf diese beiden Seiten mit beidseitigen Klebeband hier hinkleben, damit man das aber trotzdem noch drehen kann, die Kapp- und Gärungssäge. Gut, das bauen wir uns aber nicht heute. Das ist jetzt nicht der Tipp, quasi nicht der Tipp. Und jetzt sage ich euch, warum mir das nicht so gut gefällt. Und zwar, das Prinzip dahinter ist jetzt einfach, wir haben ja hier einen 45 Grad Winkel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem Stück hier einen 70 Grad Winkel bzw. einen richtig schönen geraden spitzen Winkel hier ansägen muss, dann funktioniert das ja nicht. Ich habe nur bis 60 Grad bei meiner Kapp- und Gärungssäge und müsste jetzt auf 70 Grad einstellen. Aber jetzt ist es ja hier, wir haben jetzt hier einen 45 Grad Winkel. Wenn ich jetzt aber 70 Grad minus 45 Grad rechne, komme ich auf einen Winkel von 25 Grad. Sprich, ich müsste jetzt theoretisch einfach nur das, wie gesagt, hier festkleben und müsste meine Kapp- und Gärungssäge auf 25 Grad einstellen. 25 Grad, dann lege ich hier mein Stück auf diese 45 Grad und säge dann einfach ab und habe dann hier meine 70 Grad oder meinen spitzen Winkel. Aber jetzt könnt ihr ja gerade selber erkennen, könnt ihr das noch sehen? Jawohl, es könnt ihr gerade selber sehen. Ich habe hier überhaupt keine Auflagefläche. Das heißt, ich müsste hier in der Luft eigentlich fast sägen und das Ganze dann so machen. Aber ihr seht mal, wie ich hier rumwackel. Und das ist mir ehrlich gesagt komplett zu gefährlich. Und deshalb habe ich mir jetzt was ausgedacht. Wie gesagt, es ist jetzt nicht meine Idee mit diesen 45 Grad Leisten hier. Aber jetzt habe ich mir eine Vorrichtung ausgedacht, womit es viel einfacher funktioniert. Und diese Vorrichtung ist auch keine 10 Minuten Arbeitszeit. Dann kommen wir mal zu meiner Vorrichtung. Diese Vorrichtung schaut so aus, ist absolut aus Restholz gebaut. Abfall eigentlich, OSB-Platten und einfach 2 Leisten mit 45 Grad. So, diese kann man jetzt hier hinmachen, da sind noch Laufschienen drauf, dass es immer an derselben Stelle ist und ich klicke das einfach hier hin und schon ist es immer an derselben Stelle. Diese 2x45 Grad Leisten sind dort aufgeschraubt bzw. angeleimt und jetzt ist es ja so. Also ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Wenn ich jetzt einen 65 Grad Winkel will, dann nehme ich 65 Grad minus 45 Grad und dann komme ich auf 20 und deshalb müsste ich meine Kapp- und Gärungssäge auf 20 Grad einstellen. Das heißt, hier 20 Grad einstellen und mache die Vorrichtung wieder hin und kann jetzt mein Holzstück, was ich jetzt sägen möchte, einfach dort anlegen und säge das Ganze runter und habe dann meine 65 Grad bzw. den spitzen Winkel. Dass es dann auch super hält, habe ich mir da noch was ausgedacht und zwar noch einen Niederspanner, um das Ganze richtig stabil zu machen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach wirklich komplett ohne irgendwo hinzufassen in die Richtung, kann ich jetzt einfach sägen und habe dann meine 65 Grad oder meinen Wunschwinkel. Das heißt, alles ab 60 Grad bis 90 Grad hoch könnte ich hiermit theoretisch einstellen. Natürlich kann ich meinen Niederspanner auch auf der anderen Seite noch zusätzlich anbringen, damit ich dann von der Seite noch diesen Winkel schneiden kann. Also ist auch kein Stress, da müsste hier nur noch ein Niederspanner hin oder man kann es einfach auch auf der Seite so halten. Also man kann auf jeden Fall auch die Kapp- und Gärungssäge auf die Seite drehen oder auf die Seite drehen, je nachdem, wie man das natürlich wünscht. Der einzige Nachteil ist, wenn ich jetzt die Kapp- und Gärungssäge verstellen will, muss ich die Vorrichtung abmachen und muss es dann verstellen und muss die Vorrichtung wieder hinmachen.
machen, aber es ist kein Problem. Die hat überhaupt kein Spiel, das heißt, die ist immer am selben Fleck. Jetzt wollen wir natürlich jetzt mal einfach mal ein Muster zusägen. Was ich euch noch natürlich raten kann, macht das Sägeblatt nicht komplett bis unten, sondern macht es in euren Stopp rein, damit das Sägeblatt einfach nicht zu tief in das Opferholz reinkommt. Weil irgendwann ist dieses Opferholz natürlich, wenn ich jetzt ein paar hundert Schnitte mache, irgendwo an der Stelle auch aufgebraucht. Also gut, wir wollen jetzt da einfach mal einen 65 Grad Winkel anschneiden, beziehungsweise also einen wirklich spitzen Winkel mit 65 Grad. Das heißt, ich lege das Ganze an. Ich habe jetzt meine Kapp- und Gärungssäge auf 20 Grad eingestellt. Warum 20? 65 minus 45 Grad sind 20 Grad und deshalb muss ich meine Kapp- und Gärungssäge auf 20 Grad einstellen. Ich lege dort mein Holzstück einfach hin, spann es fest und säge. Und schon habe ich meinen absolut richtig tollen spitzen Winkel ganz einfach und sicher angesägt, obwohl es gar nicht möglich ist, was haben wir jetzt gerade gesägt, 65 Grad mit der Kapp- und Gärungssäge zu sägen. Jetzt machen wir auch mal natürlich den ultimativen Test. Am Winkelmesser müsste ich jetzt 25 einstellen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das passt. Warum 25? 90 minus 25 sind 65, was wir eingestellt haben oder was wir jetzt das gesägt haben. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob das Ganze passt. Ich lege das Ganze mal schön hin. Wow, es passt super. 25 Grad haben wir jetzt hier am Winkelmesser. Also es passt. Ja, 25,1. Das ist noch absolut in der Toleranz. Also, funktioniert super genau und jetzt wisst ihr, wie ihr das Ganze einen spitzen Winkel an der Kapp- und Gärungssäge sägen könnt. Übrigens, habt ihr diese Vorrichtung schon gekannt? Würde mich auch mal interessieren und mich würde interessieren, wie ihr so spitze Winkel an der Kapp- und Gärungssäge sägt und ob ihr vielleicht diesen Tipp auch schon gekannt habt. Gut, dann sägen wir mal dieses kleine Stückchen an der Kapp- und Gärungssäge einfach mal zu. Natürlich mache ich das nicht, Leute, ich bin ja nicht verrückt. Denn was passiert? Erstens mal, das kleine Stückchen kann ich hier wirklich nicht sicher zusägen. Ich bin mit meiner Hand viel zu viel am Sägeblatt hier so nah dran. Ihr seht ja, wo ich nicht hinfassen darf oder sollte, also eher darf. Natürlich kann ich hier einen Spanner hinmachen, bringt aber auch nichts, ist zu kurz. Dann kann ich vielleicht einen Niederhalter benutzen, gibt es verschiedene Bauanleitungen im Netz, kann ich einen Niederhalter benutzen, aber das bringt mir auch nichts, denn sobald sich dieses Holzstück ein kleinen Zehntel bewegt, verhakt es vielleicht im Sägeblatt und zieht das Ganze rum. Ihr seht, was da passiert. Wir haben hier nämlich eine ganz große Öffnung drin in der Kapp- und Gärungssäge. So, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Tipp und Trick, was ich jetzt euch noch zeigen möchte. Und eine Frage an euch, wie würdet ihr solche kleinen Teile an der Kapp- und Gärungssäge sicher sägen? Dieses Problem lösen wir ganz einfach mit einer neuen Anschlags-Null-Spaltplatte. So, passt perfekt drauf, ist immer am selben Fleck und ist total einfach gebaut in 10 Minuten und damit können wir jetzt in Zukunft wirklich super kleine Teile sägen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Dazu gibt es schon eine Bauanleitung dafür, ist wirklich in 10 Minuten gebaut. Das Video kann ich euch gern nochmal dort oben verlinken. Aber jetzt wollen wir uns natürlich erstmal anschauen, den Tipp und Trick, wie ich kleine Sachen einfach sauber sägen kann. So, jetzt seht ihr, wie einfach und sicher man jetzt da wirklich an der Kapp- und Gärungssäge solche kleinen Stückchen zusägen kann. Ich habe es ja auch schon im Hauptvideo erwähnt. Da haben wir noch einen tollen Nebeneffekt, weil wir haben nämlich einen Nullspaltschnitt. Das heißt, ihr seht jetzt mal, wie sauber diese Schnitte hier wirklich sind. Keine Ausrisse, gar nichts und das absolut im OSB. Das normalerweise franzt das ja gern mal aus. Jetzt kommen bestimmt wieder die Kritiker und sagen, ja, damit kann ich ja keine Gärungsschnitte mehr machen. Ja doch, könnt ihr schon. Ich würde es euch nicht empfehlen mit dieser Vorrichtung. Für die geraden Schnitte, 90 Grad Schnitte würde ich euch nicht empfehlen. Aber baut euch doch einfach noch eine andere Vorrichtung, wo ihr Gärungsschnitte sägen könnt und auch sauber sägen könnt. Denn natürlich, wenn ihr das an dieser Vorrichtung macht und ihr das Ganze wieder verstellt, dann habt ihr hier viel mehr Schnitte drin und da wird dann die Öffnung wieder größer. Also, das Ding kostet doch nicht viel. Das
das zu bauen, ist in 10 Minuten gebaut und ihr könnt Restmaterial natürlich verwenden, um dann euch mehrere solche kleinen Vorrichtungen einfach zu bauen. Also stellt euch nicht so an. Das waren sie nun, die Tipps und Tricks für die Kapp- und Gärungssäge, und da gibt es noch so zig viele mehr. Und für die Profis von euch da draußen, ihr habt es ja bestimmt schon alle gekannt, aber ihr könnt es gerne doch mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob ihr da noch irgendwie andere Tipps und Tricks für die Kapp- und Gärungssäge im Petto habt. Gut Leute, das war's jetzt für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst dem Video doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und somit verpasst ihr kein Video mehr von Gipfelholz. Vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren. Und ja, ich würde sagen, schöne Kapp- und Gärungsgrüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.